Round one. Fight! Und dieses Mal bin ich rechtzeitig direkt zum Anfang dabei. Wir können direkt schauen, gegen wen wir spielen müssen, und zwar gegen Arcadia und Taiku. 2 Grüße gehen raus. Ich zeige euch, was in den Towern drin ist, und damit ihr euch, nicht wundert, weil das nun mal direkt bei meinem ersten Attack sein wird, den konnte ich nicht zeigen, weil ich zweimal eine Secret Off benutzen musste. Ging nicht anders. Aber ihr wisst ja, wenn das der Fall ist, dann zeige ich euch natürlich, Ersatz, und das habe ich auch gemacht. Ich habe eine wunderschöne Hall of Fame wieder eingerichtet, und ich hoffe, dass ihr damit dann auch zufrieden seid. Und ich habe auch etwas Neues dabei. Wir machen kurz Pause, bevor wir wieder uns überschlagen müssen, und ich habe auch etwas Neues dabei, was man zwar schon kennt, aber ein bisschen umgewandelt. Also, bleibt auf jeden Fall, neugierig und bleibt dran. Leider, wie bereits erwähnt, kann ich dieses Team nicht zeigen, aber nicht traurig sein. Wir haben ja eine Hall of Fame am Ende, wo ich das dann natürlich ausgleiche. Das habe ich euch ja schon mal gesagt. Sollte ich, warum auch immer, euch die Angriffe nicht zeigen können, weil Secrets off sind oder sonst irgendwas, dann werde ich euch natürlich andere lustige Offs zeigen oder ganz knappe Siege oder extrem schlimme Niederlagen oder wie auch immer, irgendetwas, damit ihr auf jeden Fall, einen Ausgleich bekommt. Aber ich wollte euch das jetzt einfach nur zeigen, damit ihr mitrechnen könnt, dass das ein Win war, damit ihr natürlich auch am Ende wisst, wie ich dann abgeschlossen habe, und deswegen, das war mein erster Fight und es war 'n Win. Ich mag diese Off wirklich gerne, und ich habe sie jetzt auch schon 'n paar Leuten gerunt extra. Also, ich finde, die ist super dagegen, und auch wenn man outspeedet wird, finde ich persönlich, ist es manchmal sogar, noch besser. Kommt halt immer drauf an. Das Einzige, was ich absolut nicht mag, ist, wenn die Tanisha so einen extremen RNG-Faktor hat. Also, es ist ja schön und gut, wenn sie prockt oder so, aber wenn die dann genau auf die richtigen Units die Sachen rüberschmeißt und, also trotz 100 Resi und alles, also da denke ich mir dann immer: „Wie viel RNG muss da drin sein?“ Deswegen gehe ich auch schon direkt auf die Tanisha als Erstes, weil die Edna, die interessiert mich jetzt nicht wirklich. Aber genau da ist jetzt dieser Fall, was ich gesagt habe. Sie ist natürlich klar, sie geht auf dieses Hundemädchen, ist klar, das ist, Windattribut. Aber warum schmeißt sie, also erstens, der Proc, okay, aber warum dann auch auf meine Cassandra? Also, warum? Also, das frage ich mich wirklich. Deswegen muss ich echt sagen, bevorzuge ich, wenn Swift-Ednas sind, aber es ist auch okay. Also, es ist vollkommen auch okay. Das war jetzt halt, ja, blöd gelaufen, aber wie ihr seht, ist es trotzdem kein Lose. Also, da muss wirklich noch mehr passieren, dass das eigentlich lost, und, ja. Ich spiele es ganz gerne, und die Leute, denen ich es gerunt habe, die spielen es auch ganz gerne. Also, ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte mir endlich einen zweiten Geomai holen. Aufgrund des neuen Events sind zum Glück endlich die antiken Münzen voll gewesen, und ich liebe es zu benutzen. Aber ich muss wirklich sagen, heute, also generell dieser ganze Siege, das ist jetzt schon mal ein ganz kleiner Spoiler, der war extrem, also nicht nur bei mir, voll mit RNG. Also, schaut euch die Videos an, guckt euch die Fights an, und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Aber das ist schon extrem gewesen, muss ich wirklich sagen. Es war nicht nur bei mir so, sondern auch bei vielen aus der Gilde, und, ihr müsst euch auch später das Hall of Fame am Ende angucken. Dann versteht ihr, was ich meine. Aber dieses RNG war einfach gottlos. Es war wirklich, wirklich gottlos, und ich bin ganz froh, dass Kami und Belial so gut miteinander funktionieren. Also, da war ich natürlich ein bisschen traurig, dass mein Geomai, gehen musste. Aber gut, in dem Fall macht ihr das dann am besten so. Ich habe mich dafür entschieden, die Niki rauszunehmen, weil wir einfach den Attack Buff nicht haben wollten und auch das ganze
Geprocke und den Add Damage und alles Mögliche, weil Solveig kriegen wir mit der Kami auf jeden Fall controlled. Also, deswegen hat meine Kami auch, 'n bisschen ACC auf ihrem, Skill und generell in ihren Stats, damit sie halt wirklich so Feuer-Units gut controllen kann und auch dann einfach mal in den Freeze packt. Also, so, wenn es bei euch genauso laufen würde, dann nimmt zuerst, also, je nachdem, welches LD das ist, aber nimmt das dann zuerst raus und dann könnt ihr weitergehen. Also, ich sage ja, der Chicken Nugget, der wollte hier wirklich extrem was, reißen. Also, ich meine, guckt euch das mal an. Die also, wirklich, ich habe echt gedacht, ja. Obwohl, ich muss sagen, gar nicht so schlimm war er. Viel, viel schlimmer fand ich die ganzen anderen Procs, die sowieso noch kommen. Also, da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, damit ihr seht, was ich meine. Und weil ich zu dem Zeitpunkt meinen zweiten Geomai noch nicht hatte, musste ich halt auf Windy zurückgreifen, was normalerweise eigentlich auch vollkommen in Ordnung ist. Also, ich wusste ganz genau, wie das hier ablaufen wird. Der Megumi wird First dran sein. Also, davon geht man aus. Ja, man hätte natürlich auch wirklich, ich weiß, ihr spielt es nicht gerne, aber ihr hättet auch das Hagang-Team dagegen nehmen können. Aber ich habe es jetzt mal einfach bewusst weggelassen, ja, weil ich es euch ja in letzter Zeit, relativ häufig gezeigt habe. Aber ansonsten, normalerweise könnt ihr dort auch das Hagang-Team benutzen, weil in dem Fall macht diese Dev ausschließlich Sinn, wenn der Megumi zuerst dran ist. Sonst passiert da gar nichts. Und der Hagang, der würde definitiv cleansen dann. Hier habe ich dann mich entschieden, nicht das LD rauszunehmen, weil für mich meiner Meinung nach der Dark Megumi macht nicht viel. Den controllen wir dann einfach, ja, und fertig. Ich habe jetzt einfach Solveig rausgenommen, weil da irgendwo relativ viel Schaden war. Aber wir hätten eigentlich auch, ja, weiß ich nicht, Chicken Nugget rausnehmen können oder Megumi. In diesem Fall hätte das jetzt nicht viel ausgemacht. Wir hätten dann halt einfach das andere Unit controlled und fertig. Also, wie ihr seht, das ist ja auch eigentlich in Ordnung, aber jetzt müsst ihr einfach gucken. Das ist nämlich genau das, was ich eben meinte. Guckt mal bitte, wie crazy dieser Tescher geht mit den Procs. Extrem jede Runde irgendwie, Proc über Proc über Proc. Und ich habe wirklich ich bin richtig traurig darüber, dass ich nicht während meines Attacks das aufgenommen habe. Ihr hättet sehen müssen, wie ich hier am Rad gedreht bin, während ich den Fight gemacht habe. Also, ich schwöre, ich habe echt gedacht, das verliere ich noch. Durch diese ganzen Procs habe ich wirklich gedacht, das verliere ich noch. Guckt euch das an. Also, das ist wirklich hart gewesen und deswegen sage ich ja, dieser Siege war extrem RNG-lastig. Also, wirklich, wirklich, wirklich. Nicht nur für mich. Also, ich finde absolut valides Team. Natürlich, da kann man auch noch benutzen, damit ihr einfach noch mal also, so eine Überlegung habt, was man noch benutzen kann. Konrad, Robo und Kami hätte man zum Beispiel auch benutzen können oder irgendwas anderes. So, also, ich spiele das total gerne und ich muss auch sagen, ich habe mir dabei wirklich, gedacht, das ist ein extrem solides Team und das wird schon alles funktionieren. Die haben Speechless, die haben alles Mögliche und jetzt dieser Proc. Habt ihr das gesehen, dieser Proc von dem Feuerbike? Er hat dadurch, dass er geprockt hat, hat er die Viva gecleansed. Die hat jetzt natürlich absolut keine Debuffs drauf und kann jetzt voll ihre Sache machen, was auch immer. Genauso wie auf geht's dann mit dem Byung-Proc und ich habe einfach nur noch gedacht: „Das kann nicht mehr wahr sein.“ Also, nach diesem vorigen RNG, was ich in den Runden davor habe, ich habe ganz kurz überlegt, deswegen habe ich nicht weiter angegriffen. Ich habe kurz überlegt und innegehalten: „Was mache ich jetzt als Nächstes?“ Also, jetzt mal wirklich, das war ja die Procs, ich meine, guckt euch das an, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch wirklich nicht mehr wahr, traurigerweise. Und, ich habe, dann noch natürlich probiert und, irgendwie probiert, das zu retten, ist klar. Aber was soll ich dagegen machen? Also, ich bitte euch.
Ich muss ehrlich sagen, es ist 'n, valides Team, aber durch diese ganzen, unlucky Procs und das unlucky RNG habe ich leider verloren. Aber gut, ich meine, ja, das passiert das passiert zum Glück nicht so häufig. Also, ihr könnt dieses Team trotzdem dagegen benutzen. Ihr könnt auch das Janus-Team dagegen benutzen und ihr könnt auch natürlich das Robo-Team dagegen benutzen. Solltet ihr das Konrad Robo Kami Team benutzen, würde ich aber empfehlen, definitiv die Viva zuerst rauszunehmen und mit der Kami controlt ihr dann den Bayek und ja, das müsst ihr dann irgendwie ausspielen. Ich bin natürlich nicht so ein Fan, den Bayek drinne zu lassen, aber was soll man sonst machen? Lasst ihr die Viva drinne, dann macht die euch mit ihrem S3 irgendwann leer und das ist auch nicht so nett. Deswegen würde das so der beste Play sein. Sorry, aber da bin ich jetzt ehrlich, ich war ein bisschen angefressen nach diesem extremen RNG, Loose grade. Deswegen habe ich mir gedacht: „So, jetzt kann mich das RNG mal. Ich gehe zurück zu Snipe, fertig. Da kann nichts passieren. Ich muss nur outspeeden, die Units rausnehmen und Ende.“ So, und hier mache ich das so, ich nehme mit der Claire den Shahat raus und mit der Sonja nehme ich die Lamiela raus. Jetzt wäre das gar nicht so schlimm gewesen, wenn der Rex, einfach irgendeinen revived hätte, das ist nicht so schlimm. Aber meistens sind die Rex halt eingestellt mit S3, First Skill. Also, von daher, wie ihr seht, ist das easy gewesen. Also, das war jetzt kein Rage Attack, sondern das war halt wirklich überlegt. Ihr könnt natürlich auch noch mit Bruiser-Zeug da reingehen. Das habe ich ja beim letzten Mal auch gezeigt. Ihr hättet da zum Beispiel jetzt auch, die Hyanis Veratov zeigen also nehmen können. Aber ich sage ganz ehrlich, in dem Fall, es ist, nur der Rex mit dem High Base da drinne, aber ich glaube kaum, dass der so schnell dann ist, um euch zu outspeeden mit, Speedlead und deswegen fand ich das persönlich jetzt nach dem RNG von dem Fight davor besser. Und auch hier noch mal, das ist leider, ja, wieder Secret Off. Das ist mein 7. Attack. Wie ihr seht, ist das auch ein Win. Also könnt ihr mitrechnen, dass ich habe bisher einen Lose und das war der 7. Attack und 3 fehlen dann noch. Und dann könnt ihr ja natürlich mitrechnen. Nachdem ich mich dann wieder gefangen habe, möchte ich euch natürlich auch meine neue Lieblings-Off zeigen. Wir gehen wieder zurück zum Bruisern. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer und immer wieder tue, aber das ist im Moment in dieser Meta, muss ich ehrlich sagen, meine neue Lieblings-Off. Ihr hättet dort also in dem Fall könnt ihr natürlich auch, das normale Haging-Team nehmen mit dem, Thesarion anstelle des Shahats. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, ich finde das ganz nett. Also, den Schaden, den der Shahat macht, das ist schon ganz ordentlich und der brettert auch relativ schnell die Units runter. Und wir haben ja schon davor gesehen, was für ein mega RNG-Potenzial generell in diesem ganzen Siege war. Also, ich meine, schaut euch das schon wieder an, der Laura Proc. Ich habe mich ja schon gewundert, dass sie keinen S1-Heal gemacht hat. Dann hier der Stun von der, Fiona und also, das ist schon echt hart gewesen und da war ich dann auch mal froh, dass meine Riley in dem Moment geprockt hat. Also, muss ich ehrlich sagen, das nehmen wir natürlich dann auch gerne mal mit, dass da mal 'n, Proc unsererseits ist. Aber wir haben natürlich dann auch direkt wieder was anderes abbekommen. Also, in dem Fall, ja, das Problem an der ganzen Sache ist, also, da mit Snipe reinzugehen kann man natürlich machen. Die Fiona hat aber 'n 28er Lead und die Laura hat 120 Base Speed. Also, was ja schon einen Riesenunterschied macht. Also, wenn ich jetzt mit meinem Speed also, ich würde es mich nicht trauen, sage ich ganz ehrlich. Ich würde mich da nicht mit Snipe reintrauen. Und wir wollen ja hier Sachen zeigen, die ihr auch spielen könnt ohne Information. Also, wenn ihr natürlich 'ne Info habt, ob das 'ne Swift Laura ist oder nicht. In dem Fall war es jetzt Vio, wie wir eben gesehen haben. Wusste ich am Anfang nicht. Hätte ich dann auch einfach mit Lucian reingehen können. Ganz ehrlich, dann wären die Dinger weg gewesen und fertig. Wusste ich aber nicht und so wollte ich auch nicht spielen und deswegen sind wir damit reingegangen. Und sobald man einmal so 'n bisschen das Kritische, fertig hat, dann ist es eigentlich auch ganz safe. Also, wie gesagt, ihr könnt in dem Fall, wenn ihr das bruisern wollt wenn ihr das wirklich bruisern wollt, könnt ihr aber auch Triple Fire benutzen.
Wäre vielleicht in dem Fall besser gewesen. Ich habe in dem Moment, weil ich euch das jetzt schon so häufig gezeigt habe, habe ich einfach gedacht: „Komm, wir schmeißen noch mal den Haging mit dem Shahat rein“, weil es einfach im Moment also, ich liebe es zu spielen, vor allen Dingen gegen die ganzen Lamiellas ist es wunderbar. Es ist wirklich, wirklich super gut und ihr könnt auch den Shahat austauschen gegen einen Dominik zum Beispiel. Da müsst ihr aber trotzdem drauf achten, dass der Dominik kein Paper ist. Also, bei Dominik ist es ein bisschen schwieriger, weil Shahat können wir auf HP runen und dann macht er trotzdem extrem guten Schaden. Aber bei Dominik, da müssen wir immer gucken, der muss ja auf Attack sein und wir brauchen HP. Also, das ist ein bisschen, 'n bisschen statlastiger, sagen wir mal so. Und jetzt, bevor wir reingehen, zeige ich euch jetzt noch mal ganz kurzerhand ich mag diese Off sehr, sehr gerne. Das ist für mich also, ich nenne es immer, mit dem Icaro ist das die arme Leute Sylvia. Also, die Leute, die keine Sylvia abbekommen haben, die können das spielen. Und ich zeige euch jetzt genau, wie das funktioniert. Also, ihr braucht halt den Def-Wert auf dem Icaro, damit ihr den Team abmachen könnt. Das ist ja klar. Und dann geht ihr da rein. Das kann man häufiger benutzen. Das kann man nicht nur dagegen benutzen. Also, ich entscheide mich dann natürlich dafür, den Cookie als erstes rauszunehmen, weil wir wollen einfach den Hack nicht. Wir wollen ihn nicht. Dann gehen wir mit dem Team Up auf die Irene, weil ich natürlich gehofft habe, dass sie dann gecleansed wird, aber ja, keine Ahnung, die Plati war dann der Meinung, sie wollte den Cookie, resten, ist okay. Und jetzt auch der Hack dann auf der Irene. Wir gehen dann einfach mit dem S1 auf sie rauf. Wir killen sie dann, geben der Audrey 'n Death Break. Natürlich wird sie jetzt das war mir klar, dass sie den Hack auf die Plati machen wird, aber wir nehmen halt einfach die Audrey dann zweimal raus. Gut, was soll ich sagen? Das Geprocke von der Plati am Anfang, okay. Also, ich hätte jetzt eher damit gerechnet, bin ich ehrlich, dass sie hingeht und die Irene healt und, gut, das war natürlich dann einfach so, weiß ich nicht, w just blödes RNG, aber es ist nicht schlimm, wir haben damit gewonnen. Deswegen nutzen wir das auch direkt noch mal ein zweites Mal. Ja, ich wollte halt einfach meinen letzten Attack loswerden und das war noch offen gewesen und es war schon kurz wieder vor Ende des Sieges, weil das leider ein bisschen ein Turtle Siege war. Aber ist ja nicht schlimm, hier machen wir dasselbe. Wir nehmen den Cookie raus, gehen dann auf die Irene. Irgendwie habe ich die genauso weit runtergehauen, aber diesmal hat sie das geschafft, halt in den Koffer zu packen, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Wir nehmen definitiv noch mal den Cookie raus. Wir wollen nicht den Hack haben. Und dann spielen wir das einfach aus. Also, ich meine, wie ihr seht, durch den Icaro sind wir halt häufiger dran. Wir, haben mit der Rigna dann halt den Snipe viel, viel schneller. Deswegen sage ich ja, das ist für die Leute, die keine Sylvia haben, ist das wie ein Sylvia-Ersatz. Also, da benutzen wir dann einfach wieder die ganzen Skills, nehmen die Plati raus und fertig. Und wenn ihr mitgezählt habt, dann war das diesmal heute leider kein 10:0, sondern ein 9:1, aber damit bin ich auch ganz zufrieden. Wenn man bedenkt und wie ihr gesehen habt, was für ein blödes RNG in diesem Siege vorhanden war, bin ich damit wirklich zufrieden und wir gucken uns jetzt die Hall of Fame an, damit ihr noch mehr sehen könnt, dass nicht nur ich diesmal, schlechtes RNG hatte, sondern dass wir auch noch ein paar Guildies hatten, die so kurz vor einem Crashout standen. Schauen wir rein. Und dann mal willkommen bei der Hall of Fame jetzt. Ihr seht jetzt hier mal, was meine Guildies so für ein RNG haben. Gutes oder schlechtes, das entscheidet ihr dann. Aber schaut euch einfach mal wir schauen uns diese Attacks an und kommentieren darauf, was, also, wa wie das generell bei anderen Leuten so läuft. Also, ich meine, ihr seht ja sonst normalerweise nur meine Attacks und darüber kann ich dann natürlich reden, warum ich das so gespielt habe. Aber ich muss ehrlich sagen, dort im ersten Turn, die Momo hat schon direkt überlebt. Da hätte ich mir ja schon direkt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also, diese Off ist, ja, getrappt worden sozusagen. Also, die Momo muss tatsächlich extremst tanky gewesen sein. Ich persönlich wäre da ja jetzt mit der Off dran gegangen, Vero, Rakuni und Talk. Aber
die braucht dann natürlich auch seine Zeit. Und wenn der Tower eingenommen werden muss, dann würde ich definitiv nicht empfehlen, die zu nehmen, weil die braucht wirklich ihre Zeit. Also, das könnt ihr benutzen, wenn ihr irgendwie das in der Backline angreifen müsst und euch nicht beeilen müsst oder wenn es nur ein Bleed Tower ist oder sowas. Deswegen, da könnt ihr das dann gut benutzen. Oder was ihr natürlich auch machen könnt, es ist kein Threat-Stat dabei, kein Speed-Stat dabei, sorry. Es ist kein Unit dabei. Ihr könnt probieren, das zu snipen. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn wir jetzt sehen, wie tanky die Momo schon war, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass davon auch einige Anti-Snipe sind. Also, ich muss ehrlich sagen, ich persönlich würde es nicht snipen, weil ich einfach zu viel Angst davor hätte, dass die den Snipe überleben. Also, ihr müsst da wirklich leider irgendwie anders mit Bruiser drangehen und, müsst da andere Teams benutzen oder ihr müsst einfach hoffen. Also, ich meine, guckt euch dieses Game an. Guckt euch dieses Game an. Ähm, Vielen Dank, dass ich das Video benutzen durfte. Super, dass du es trotzdem so gespielt hast und, trotz diesem, RNG-Faktor. Nice. Good job. Und jetzt sind wir auch dabei, wie ich euch gerade gesagt habe, man kann natürlich auch mit Snipe da reingehen. Und, deswegen habe ich mir das auch rausgesucht. Das ist natürlich genauso möglich und genau das kann euch dann passieren. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Ihr könnt in einen Trap laufen und also, ich sage ja, wenn mir das so passiert wäre, ich hätte schon, glaube ich, aufm Boden gelegen und hätte ich weiß nicht, ich wäre total verzweifelt gewesen, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde es immer, sehr anspannend, überhaupt die Siege-Situation, wenn man performen möchte und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch die Videos aufnimmt und alles Mögliche. Ja, und es ist dann für mich schon sowieso immer extrem, aufregend. Und wenn dann noch sowas nicht nach Plan läuft, boah, das ist für mich immer da ja, ich weiß nicht, das ist immer nicht so nett. Aber ich muss ehrlich sagen, dafür, dass sie ja dann tanky war und 'n Trap war, ist dann natürlich auch klar, dass sie kein Damage großartig macht. Und das ist dann wiederum das Gute daran. Also, wenn man jetzt nicht wirklich extreme Paper-Units hat, die direkt bei einem Priesterchen umfallen, geht das. Also, wie ihr seht, sie macht jetzt nicht wirklich Schaden. Also, ich muss ehrlich sagen, das hat, der Gildi dann auch gut ausgespielt. Also, auch für ihn good job. Und auch hier haben wir noch mal ein wunderschönes Snipe. Das ist dann natürlich Premium mit der Sylvia und, der Licht-Ciri, das hat natürlich nicht jeder von uns, aber da wollen wir trotzdem jetzt auch mal reinschauen. Und, ich habe also, ich muss ehrlich sagen, ich spiele sehr, sehr gerne Snipe, aber als ich das dann gesehen habe, da habe ich mir dann auch gedacht: „Ach ja, das ist also, was war die Idee dahinter?“ Also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte vielleicht doch die Lamiella als erstes rausgenommen, aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass dann die Ciri eventuell den Strip gemacht hätte, die Driana hätte einen dann den Stun, Oblivion, alles Mögliche draufgetan. Also ging es eigentlich gar nicht anders, als es so zu spielen. Ich persönlich wäre ich ja jetzt dann dran gegangen mit Shahad, Haging und Riley, was ich euch ja schon gezeigt habe. Das hätte ich persönlich auf jeden Fall genutzt. Ich hätte nicht auf gar keinen Fall Triple Fire genommen, weil Triple Fire reinzuspielen in Lamiella ist fast wie Selbstmord. Also natürlich kann das funktionieren, aber es kann auch richtig, richtig schlecht laufen. Also spielt einfach Shahad, Haging und Riley und dann dürfte das für euch auch kein Problem sein. Das war jetzt natürlich wieder extremst knapp und ja, ich sag ja, für mich wäre das dann wieder wirklich so ein Moment gewesen, wo ich eventuell ganz, ganz knapp vorm Crash-Out gewesen wäre und, Herzrasen und wie auch immer und Tilted und weiß der Geier was. Aber wir sind jetzt auch fertig mit der Hall of Fame und im in der nächsten Sequenz werdet ihr dann sehen, ob wir den Siege gewonnen haben oder nicht. Ich habe es euch ja gesagt, wenn ich Attacks nicht zeigen kann, dann wird es eine Entschädigung für euch geben. Und das war diesmal die Hall of Fame, damit ihr seht, dass nicht nur bei mir der Siege diesmal extrem RNG-lastig war und ich leider extrem viel RNG abbekommen habe, sondern dass auch meine
Gildenkameraden genauso viel, ähm, ja, was soll ich sagen, schlechtes Luck oder was auch immer. Sie wurden auf jeden Fall getrappt, aber zum Glück konnten sie es ja noch sauber ausspielen und das läuft auch bei uns so. Wie ihr seht, haben wir den Siege gewonnen und ich mache jetzt mit euch zusammen mal direkt noch die Kiste auf. Ich habe es endlich geschafft, wieder das direkt aufzunehmen und trotz, dass wir so viele neue Trials haben, wissen alle direkt, das ist meine Kiste und keiner geht dran. Das finde ich ganz gut und wir kriegen so mega sogar eine Glancy Kiste. Das finde ich wow. Okay, super. Das, was drinne war, muss ich echt sagen, ist diesmal super gute, Beute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und vergesst nicht zu hypen und beim nächsten Mal einzuschalten